In meinem letzten Video habe ich euch ja gezeigt, dass die Limitierung von DJI schon wieder aufgehoben wurde, was die 120 Meter Höhenbegrenzung betrifft. Wir fragen uns natürlich alle, ob das dann am 01.01.2024 wieder eingesetzt wird, aber das werden wir dann alle live erleben. Kommen wir heute mal zum Thema, denn bei der DJI Mini 3 gab es ja immer diesen Vorfall, dass sich die Mini 3 bei langem Stehen im Betrieb erhitzt hat, beziehungsweise auch überhitzt hat, sich teilweise abgeschaltet hat, wenn du ein Firmware-Update gezogen hast, beziehungsweise deine Daten dann von der Drohne auf den Controller beziehungsweise aufs Handy übertragen hast, dann kam es in Einzelfällen dazu, dass die Mini 3 sich abgeschaltet hat, und das gleiche wollen wir mal probieren mit der DJI Mini 4 Pro. Hat DJI jetzt darauf reagiert? Gibt es vielleicht einen anderen Modus, der sozusagen dann die Wärmeverwaltung hier so ein bisschen regelt? Alles das in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ganz wichtig, wenn euch dieses Video gefällt, gebt dem Video gern ein Like und dem Kanal ein Abo, damit ich noch weitere schöne Tests für euch machen kann. Vielen Dank dafür. Bei der DJI Mini 4 sind natürlich hier am Drohnenkörper oben hier direkt dann Lüftungsschlitze verbaut, und es gibt auch noch große Lufteinlässe hier im vorderen Bereich. Sie hat keinen verbauten Lüfter, wie zum Beispiel bei der DJI Air 3 und anderen größeren Modellen. Sie muss sich im Flug durch die Luft bzw. den Fahrtwind kühlen, und im Stand ist es natürlich dann ein riesengroßes Problem, weil durch den fehlenden Lüfter kann sie sich nicht kühlen und fängt an langsamer heiß zu werden. Das bedeutet natürlich, dass sie im Stand auch überhitzen könnte. Macht ihr ein Update bzw. steht sie mal etwas länger, kann es natürlich zu dieser Gefahr kommen, dass sie sich ausschaltet und überhitzt. Es gibt meiner Meinung nach 3 Situationen, wo die DJI Mini 4 nicht überhitzen darf. Das ist die erste Situation, die ist natürlich klar. Im Flug darf überhaupt nichts passieren. Das macht sie richtig gut. In den letzten Tagen habe ich sie schon Probe geflogen. Und da passiert natürlich überhaupt nichts im Flug. Sie kühlt sich selbstständig durch die großen Lufteinlässe. Die zweite Situation ist natürlich die, dass du die Drohne anhast und die Drohne flugbereit dort steht. Manchmal gibt es Passanten, die laufen noch vorbei. Du willst drehen, du willst starten, du wartest erstmal. Manchmal gibt es Fahrzeuge, die fahren noch vorbei, oder andere Situationen, die einen Start der Drohne jetzt verhindern. Also muss die Drohne erstmal betriebsbereit am Boden stehen, bis es dann losgeht. Das dritte Szenario ist dann meistens zu Hause, wenn du die Firmware installierst bzw. den Datentransfer organisierst vom Controller bzw. von der Drohne auf dein Smartphone. Und es wäre natürlich total ungünstig, wenn sich die Drohne während des Updates ausschaltet. Als erstes schauen wir mal, was passiert, wenn die DJI Mini 3 einen Zeitraum von 15 Minuten bei 26 Grad Außentemperatur einfach nur rumsteht, aber flugbereit ist. Und ich habe die Drohne dann wirklich absichtlich in die Sonne gestellt, da sie natürlich dann noch höheren Temperaturen, ich schätze mal so 35 bis 40 Grad, ausgesetzt war. Und was passiert dann? Nach circa 5 Minuten schaltet sich die Drohne automatisch in den Eco-Modus um, und das natürlich fabelhaft, denn hier kannst du sehen, dass sich DJI mit der Materie und den Kritiken der Mini 3 befasst hat und natürlich auch auseinandergesetzt hat, und es wurde reagiert. Dieser Modus, der lässt nämlich die DJI hier schon wirklich länger durchhalten, und nach etwa 10 Minuten. Ist weiterum nichts passiert, die Drohne stand betriebsbereit da im Eco-Modus, und das verkraftet sie natürlich auch problemlos. Ich habe dann mal die Aufnahme der Drohne aktiviert, als sie im Stand war, und ebenfalls ohne Probleme die Aufnahme getätigt, die Aufnahme wieder gestoppt und im Eco-Modus geblieben. Meine Referenzzeit waren mal so 15 Minuten, weil ich finde, das ist relativ realistisch, dass die Drohne mal 15 Minuten ohne Betrieb stehen kann. Alles andere ist natürlich auch ein Szenario, was man auch noch mal testen kann, aber wir testen natürlich die Szenarien, die euch und mir natürlich dann passieren, und ich denke mal, die Drohne wird in den wenigsten Fällen eine Zeit über 15 Minuten nutzlos angeschaltet auf der Erde liegen.
Das erste Szenario wirklich mit Bravour bestanden. Du siehst, dass sich hier die Entwickler von DJI wirklich einen Kopf gemacht haben, hier Ideen entwickelt haben, hier in die Software den Eco-Modus mit eingebracht haben, um die Drohne nicht überhitzen zu lassen. Und da gibt es schon mal einen richtigen dicken Daumen nach oben. Also bei normalen Temperaturen zwischen 26 und 40 Grad würde ich sagen, 15 Minuten Standdauer ohne Betrieb sind definitiv möglich. Das nächste Szenario ist natürlich dann, wenn du nach Hause kommst und ein Firmware-Update installieren möchtest, beziehungsweise Daten im heimischen Wohnzimmer übertragen möchtest. Da steht natürlich die Drohne auch rum, macht nichts, wird nicht gekühlt und kann heißer werden. Als ich die Drohne bekommen habe und das erste Mal in Betrieb genommen habe, ist es natürlich mittlerweile klar, dass von DJI erstmal ein Update kommt und das natürlich auch Pflicht ist, dieses zu installieren. Und hier gab es bei mir noch anfangs Probleme. Klar, weil die WLAN-Verbindung eingerichtet werden musste, alles andere so ein bisschen konfiguriert. Und dann kam es dazu, dass sich die DJI Mini 4 aufgrund von Überhitzung abgeschaltet hat. Und ich muss aber dazu sagen, sie stand etwa 30 Minuten wirklich nutzlos im Betrieb rum. War das nun ein Einzelfall oder ist es die Regel? Und genau das wollte ich testen. Also die DJI Mini 4 bei einer Raumtemperatur von 25 Grad eingeschaltet und los geht's. Ich habe dann die ersten 5 Minuten die DJI Mini 4 Pro einfach stehen lassen, weil ich ja genau weiß, dass die sich innerhalb von 5 Minuten in den Eco-Modus direkt einschaltet. Da jetzt kein Firmware-Update zur Verfügung stand, da habe ich einfach mal den Datentransfer aktiviert, was bedeutet, dass die Drohne die Videoaufnahmen und Fotos auf deinen Controller bzw. aufs Handy überträgt. Gesagt, getan. Erstmal 6 längere Filme für die Übertragung einfach angesetzt. Jetzt sind etwa 10 Minuten vergangen und wir messen mal an unterschiedlichen Stellen die Temperatur. Ihr seht, jetzt wird die DJI doch schon etwas wärmer. Nach 20 Minuten habe ich dann das Messen der DJI Mini Pro nochmal wiederholt und ihr seht schon, jetzt sind die Temperaturen an manchen Stellen der DJI Mini Pro doch schon deutlich höher. Ich habe sie dann auch mal angefasst, um festzustellen, ob die Drohne wirklich in der Hand noch haltbar ist. Und ja, die Temperaturen, die sind wirklich noch auszuhalten, wenn man sie in die Hand nimmt. Der Datentransfer, der hat etwa 15 Minuten gedauert, da ich hier wirklich große Dateien übertragen habe. Und am Ende des Transfers habe ich dann wirklich abschließend nochmals die Temperatur gemessen. Und siehe da, es erfolgte keinerlei Erhöhung. Klar sind natürlich auch die Spitzenwerte über 50 Grad zu sehen, aber die Drohne, die ist noch im Betrieb und die Aufnahme, die konnte ich nach 20 Minuten wirklich noch mühelos aktivieren. Ich hatte zwar eine komische Fehlermeldung, dass der Gimbal überlastet ist, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Und insgesamt befand sich die DJI Mini 4 Pro weit über 20 Minuten im Stand, ohne zu fliegen und hat ca. 80 GB an Daten übertragen und wurde dann direkt bei einer Raumtemperatur von 26 Grad nicht zu heiß. Super DJI. Und du musst dir mal vorstellen, dass du jetzt die Drohne hier mit 4K 60 FPS fliegen kannst. Das kannst du mit der Mini 3 natürlich auch schon. Aber gleichzeitig ist natürlich auch noch eine ganze Menge Elektronik mit dazugekommen. Zum Beispiel die 360 Grad Hinderniserkennung und 4K 60 FPS, die ganze Elektronik. Dann nochmal ein Gesamtgewicht von 249 Gramm, also unter 250 Gramm. Und alles das in der Drohne. Und ab jetzt auch nicht mehr überhitzt. Da gibt es andere Hersteller, wie zum Beispiel Kamerahersteller, die können sich gern mal von DJI hier eine Scheibe abschneiden. Das ist wirklich eine Technikerleistung, die hier hoch gelobt werden muss. Die DJI Mini 4 ist besser geworden, als die DJI Mini 3 es im Wärmemanagement jemals war. Sie hat kaum Überhitzung. Klar ist es so, dass wenn du die dann wirklich länger stehen lässt, 30 Minuten, eine Dreiviertelstunde oder irgendwie anders, dass die sich dann automatisch abschaltet, wie natürlich bei meinem ersten Betrieb schon passiert. Da hatte ich auch schon Angst, um Gottes Willen, schon wieder das Wärmemanagement nicht gelungen. Hier eine wunderbare Wärmeregelung geschaffen. Ich kann euch Brief und Siegel geben, dass die DJI Mini 4 definitiv in der Zeit von 15 bis, so 20 Minuten nicht überhitzt, sich nicht ausschaltet. Natürlich gibt es immer noch Extremfälle. Selbstverständlich, irgendwo in der Wüste oder irgendwo anders oder länger im Betrieb als 30 Minuten und. Das wird immer passieren, dass sich solche Geräte auch dann abschalten. Aber ihr braucht sie, ihr könnt sie nutzen, sie überhitzt nicht, auch nicht bei Firmware-Updates, was wirklich sehr wichtig ist. Und damit hat sie den Test bestanden und ich muss ein großes Lob an DJI geben. Eine sehr gute Drohne,
alles besser gemacht, auf die User gehört, viel Kritik einstecken müssen bei der DJI Mini 3 Pro, aber diese Kritik einfach umgewandelt in eine schöne Drohne, wo es jetzt kaum was zu meckern gibt. Es gibt noch ein bisschen was zu meckern, aber dafür gibt es bei mir auf dem Kanal ein anderes Video. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen hier rüberbringen. Sehr gern bis zum nächsten Video. Abonniert den Kanal, gebt dem Video ein Like. Vielen Dank dafür und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke.